Ja, der Titel meines Vortrags lautet: Die Relevanz betriebswirtschaftlicher Innovations- und Entrepreneurship-Forschung im Kontext der Corona-Pandemie. Starten möchte ich mit einer Deutschlandkarte, und es hätte sich wahrscheinlich keiner vorstellen können, dass im Mai 2021 Deutschland immer noch so rot aussieht. Wir haben eigentlich gedacht oder gehofft, dass ein Großteil der Pandemie bis jetzt hin ausgestanden sein sollte. Natürlich bringt diese Corona-Pandemie viele negative Folgen mit sich, logischerweise im medizinischen Bereich, aber auch in Heimen, in Kindergärten, in Schulen hat es zu schweren Herausforderungen geführt, die entsprechend adressiert werden müssen. Ein Bereich betrifft auch die Wirtschaft, und man sieht hier, wie stark die wirtschaftlichen Folgen auch sein können oder auch waren im letzten Jahr. Der Vergleich ist hier des Umsatzes von 2019 auf das Jahr 2020. Und die ausgewählten Branchen, die hier gezeigt sind, natürlich vorwiegend aus dem Reisebereich, zeigen einen sehr starken Rückgang, also von 50 bis 80%, was man so eigentlich nur aus Nachkriegszeiten kennt. Insofern zeigt es auch den großen Einfluss der Corona-Pandemie auf die Umsätze dieser Unternehmen. Gleichzeitig gibt es aber auch Unternehmen, die sehr stark davon profitiert haben und auch immer noch profitieren. Dazu gehören klassische IT-Dienstleister wie die Deutsche Telekom, die schon lange auf dem Markt sind, aber auch relativ neue Anbieter wie Zoom oder Lieferando, die hier mit sehr starken Umsatzzuwächsen aufwarten können. Insofern gibt es eben nicht nur Gewinner und Verlierer, sondern eben auch welche, die in der Mitte stehen, wo sich die Umsätze vielleicht auch nur stagniert haben, aber es hat sich eben sehr viel verändert in den letzten Jahren. Schaut man sich noch verschiedene Beispiele an dazu, was da konkret passiert ist, fallen einem sehr interessante Themen auf. Zum Beispiel hat das Unternehmen McDonald's mit Aldi Süd zusammengearbeitet und es wurden Mitarbeiter getauscht, also die eben nicht bei McDonald's, sondern eben bei Aldi Süd tätig waren. Ein Unternehmen wie General Motors hat Beatmungsgeräte produziert. Das Unternehmen stellt normalerweise Autos her. Und Nischendienstleister, Nischenunternehmen im Bereich Online-Apotheken zum Beispiel oder Telemedizin haben einen entsprechenden Boom erfahren in den letzten Monaten und jetzt fast schon Jahren dieser Pandemie. Insofern zeigt sich durch diese Beispiele neuer Produkte, neuer Dienstleistungen, wie relevant auch betriebswirtschaftliche Fragestellungen sind und dass die eben auch interessant sind, weiter untersucht zu werden. Dazu gehört hier mit der Spitze gekennzeichnetes Thema Impfung. Normalerweise dauern solche Impfprozesse, also die Herstellung eines neuen Impfstoffs, mehrere Jahre. Jetzt mussten die innerhalb von wenigen Monaten zur Verfügung stehen. Natürlich mit sehr hohen Investitionen durch die Unternehmen und die Staaten, die daran beteiligt waren. Aber man hat es eben geschafft, in sehr kurzer Zeit einen neuen Impfstoff bzw. mehrere neue Impfstoffe herzustellen. Und daraus leiten sich natürlich spannende Fragestellungen ab, wie man sowas auch in Zukunft sicherstellen kann, dass auch bei zukünftigen Impfstoffentwicklungen der Zeitfaktor deutlich verringert werden kann. Ein weiterer Bereich betraf das Thema der Grenzschließungen. Durch diese Grenzschließungen sind einige Lieferketten zusammengebrochen, Produkte waren nicht mehr lieferbar. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, wie kann man solche Ketten anders organisieren, besser organisieren? Wie kann man Lager wieder vor Ort haben oder zusammen mit anderen ein Lager betreiben, um in solchen Situationen in Zukunft keine oder weniger Probleme zu haben? Auch das Thema Masken. Wahrscheinlich war im Jahr 2020 ein Maskenimporteur, Exporteur einer der größten Profiteure von der ganzen Geschichte. Aber auch hier gab es Unternehmen, die sehr schnell umgestellt haben von der Produktion von T-Shirts, zum Beispiel bei Trigema, auf die Produktion von Masken. Und auch hier stellt sich die Frage, wie kann man das nutzen, um in Zukunft auch schnellere Produktionsumrüstungen, bessere Produktionsprozesse zu haben und auch schneller umrüsten zu können. Genau diese Fragestellungen werden nicht nur von einigen wenigen Kollegen behandelt, sondern tatsächlich von einigen Kollegen. Und Sie sehen hier eine Zusammenstellung des Verbands der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft, welche Themen im Kontext der Covid-Pandemie behandelt werden. Und da sehen Sie verschiedene Bereiche, auch Richtung Personal, Organisation, auch Richtung Marketing, die sich mit Corona-Themen beschäftigen. Also es scheint hier einen gewissen Bedarf auch zu geben, diese auch betriebswirtschaftlich zu betrachten. Und der wirtschaftliche Einfluss ist ja entsprechend hoch, wie eben gezeigt. Jetzt, wenn man zurückblickt, Betriebswirtschaft ist kein neues Fach, das gibt es nicht erst seit letztem Jahr, sondern eben schon seit sehr langer Zeit, schon seit dem 19. Jahrhundert. Und es gibt hier einige gelistete, sehr bekannte Vertreter dieser Zunft. Eine kleine Anekdote ist vielleicht, dass alle 35 Jahre ein großes Standardwerk erschienen ist. Zunächst von Alfred Isaak, dann von Erich Gutenberg und danach von Horst Albach. Und wenn man dieser 35 Jahre Logik folgen würde,
Es wäre jetzt im Jahr 2028 die nächste Auflage fällig. Mal sehen, wer sich daran traut. Wenn man sich jetzt anschaut, was hat denn der Isaac zum Beispiel festgestellt, das ist einer der ersten Vertreter der Zunft, der hat eben definiert, dass Wirtschaftswissenschaften als Oberbegriff die Summe aus Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre darstellt. Und er war auch der wichtigste oder vielleicht auch sogar der erste, der festgestellt hat, dass im Mittelpunkt der wirtschaftende Mensch steht, der in Beziehung zu seiner Umwelt interagiert. Also es ist nicht die Industrie im Mittelpunkt, was nicht erstaunlich gewesen wäre zu der Industrialisierung, wo der Isaac gelebt hat, sondern der wirtschaftende Mensch ist eben der wichtigste Faktor. Und er definiert, dass wissenschaftliche Erkenntnis aus der Beobachtung kommt von Erscheinungen, die es gibt und aus deren Masse man Gesetzmäßigkeiten ableitet. Insofern war hier schon die Vorgehensweise adaptiert qualitativer Forschung, das heißt vom Einzelfall auf die Allgemeinheit und auf Gesetzmäßigkeiten zu schließen. Erstaunlich finde ich auch, dass bereits im Jahr 1923 Isaac feststellt, dass betriebswirtschaftliche Forschung einen stark interdisziplinären Charakter hat und hat auch schon auf die Zusammenarbeit mit Psychologen und Ingenieuren hingewiesen. Also auch diese Zusammenarbeit über die Fachgrenzen hinweg ist kein neues Phänomen, sondern gab es eben auch schon vor fast 100 Jahren. Ein neuerer Vertreter ist der Kollege Brockhoff, der betriebswirtschaftliche Forschung auch im Kontext real existierender Probleme sieht und auch wieder sagt, dass Unternehmen eben wichtig sind als Objekte, aber auch die Menschen, die im Unternehmen sind und in Einzelpersonen dort tätig sind oder eben auch in Gruppen. Man arbeitet ja selten den ganzen Tag ganz alleine, sondern man arbeitet in Interaktion mit den Kollegen aus dem Fachbereich. Und insofern hat er diese drei Felder definiert, die Sie hier sehen. Zum einen der Mensch und die Gruppe, was eine Forschungsebene darstellt, dann das Unternehmen als zweite Forschungsebene und die Gesellschaft als dritte Forschungsebene. Und genau diese Faktoren stehen natürlich auch im engen Zusammenhang und Austausch. Auch definiert Brockhoff mit diesen drei Fragen ein wichtiges Phänomen. Was ist ein Unternehmen? Warum gibt es dieses Unternehmen überhaupt? Und was tut ein Unternehmer? Und bei dem Stichwort Unternehmer fällt einem eigentlich nur eine Person ein, die man hier unbedingt nennen muss, ist der Kollege Schumpeter. Und der Kollege Frambach hat diesen schumpeterschen Unternehmertyp beschrieben als jemanden, der sehr visionär ist, aber auch eigenwillig, unbeirrbar, aber auch gleichzeitig sehr herausfordernd, gegen den Strom schwimmt und Chancen erkennt und diese auch umsetzt. Interessanterweise schreibt Frambach auch, dass Schumpeter wohl selber auch so ein Typ gewesen sei. Also er hat nicht nur darüber geschrieben, sondern war auch selber wohl so eine Persönlichkeit. Schaut man sich nun an, was Schumpeter damit genau gemeint hat, ist es eben die Verbindung der schöpferischen Kreativität mit dem Risiko als Definition eines Entrepreneurs, eines Unternehmers. Und er unterscheidet hier auch zwischen zwei Typen eines Entrepreneurs. Das eine ist der Intrapreneur, der sozusagen im bestehenden Unternehmen, auch in den größeren Konzernen zum Beispiel, tätig ist als Intrapreneur, also dort unternehmerisch wirkt. Und klassisch der Unternehmensgründer, der mit neuen Kombinationen wirtschaftlichen Erfolg auf dem Markt hervorbringt. Auch dieses Phänomen sieht man natürlich wieder anhand der Corona-Pandemie, wo man bestehende Unternehmen sieht, die sehr innovativ sind, aber auch viele Startups, die auch mit sehr viel Power auf den Markt gegangen sind. Auch definiert Schumpeter das Wort Innovation als erster richtig, indem er sagt, vorhandene Ressourcen werden neu, anders und besser kombiniert und sind damit bisherigen Kombinationen entsprechend überlegen. Auch hat er die Begriffe Produktinnovation, also ein neues Produkt, eine neue Dienstleistung, die auf den Markt kommt, Prozessinnovation, also die Art und Weise, wie etwas hergestellt wird, und neue Organisationsstrukturen definiert, die sozusagen in Richtung Geschäftsmodell hindeuten. Also wie kann sich eine Organisation neu erfinden? Mit diesem Hintergrund ist er sozusagen auch der Begründer des Forschungsfelds, wo ich mich einordnen würde, eben die Kombination aus Technologie- und Innovationsmanagement und Entrepreneurship. Aus diesem Begriff der Innovation, aus dieser schöpferischen Zerstörung, kommt eben diese Denke des strategischen Technologie- und Innovationsmanagements und aus dem Begriff Unternehmertum, Unternehmer, der Bereich Entrepreneurship. Auch wieder interessante Anekdote. Schumpeter selbst war Volkswirt und er hat auch zeitlebens nicht in betriebswirtschaftlichen Zeitschriften publiziert. Wohl in anderen Zeitschriften, aber nicht in diesen Zeitschriften. Insofern auch ganz interessant, dass er der meistzitierte oder einer der meistzitierten Vertreter dieser Zunft ist als Betriebswirt, obwohl er selber gar keiner war.
Ja, was macht dieses Forschungsfeld aus? Sie sehen es hier wieder als Interaktion mit den 3 Bereichen Mensch und Gruppe, Unternehmen und Gesellschaft. Und was mich da umtreibt, ist diese kontinuierliche Neugierde, warum und wie technologische Innovationen entstehen und welche Rolle Entrepreneure dabei spielen. Und auf diesen 3 Ebenen ergeben sich natürlich sehr interessante Zusammenhänge, die man idealerweise interdisziplinär sich anschaut. Also wenn man den Menschen anschaut, ist es immer gut, wenn man einen Psychologen dabei hat, der auch die menschliche Psyche kennt. Wenn man sich die gesellschaftliche Ebene anschaut, ist es auch immer sehr gut, wenn man einen Ethiker zum Beispiel dabei hat oder einen Volkswirt, der diese Ebene auch besser kennt. Und welche Beispiele daraus erwachsen, welche Forschungsthemen das sein können aus diesen Bereichen, möchte ich Ihnen im Folgenden kurz vorstellen. Ein Projekt war zum Beispiel, wie man kreative Zeiteinteilung analog zu Google oder 3M organisieren kann. Die geben eine feste Kreativzeit vor, 20 oder 15%. Und da stellt sich die Frage, mit welcher Variante kann man den höchsten kreativen Output, also die höchste kreative Leistungsfähigkeit erzielen. Und da haben wir bei diesem Projekt herausgefunden, zusammen mit einer Volkswirtin, dass die kreative Leistung besonders dann hoch ist, wenn die individuelle Impulsivität entsprechend gemessen wird. Also für Menschen, die sehr impulsiv sind, die brauchen möglichst freie Zeiteinteilung. Menschen, die wenig impulsiv sind, die brauchen möglichst eine feste Zeitvorgabe. In einem weiteren Forschungsprojekt haben wir uns beschäftigt mit digitalen Technologien und wie diese es ermöglichen, dass man heute als Einzelperson irgendwo auf der Welt sein Produkt oder seine Dienstleistung weltweit anbieten kann und wie eben aus so einem Erfinder, Daniel Düsentrieb, zu Hause ein sogenannter User-Entrepreneur wird. Diese User-Entrepreneurs sind sozusagen Gründer, die aus Versehen sozusagen Gründer werden, indem sie eben ihr Produkt zunächst im Freundeskreis verkaufen, dann darüber hinaus und irgendwann in einem großen Feld und vielleicht dann sogar ein größeres Unternehmen danach gründen und darauf aufbauen. Ein weiteres Thema beschäftigt sich mit Innovationsökosystemen. Solche landesweite Ökosysteme für Innovation werden eben immer wichtiger. Und das gilt eben erst recht für länderübergreifende Projekte. Und hier haben wir uns die chinesische Neue Seidenstraße angeschaut und haben anhand von Patentdaten ermittelt, wie diese Zusammenarbeit aktuell aussieht und wie die am besten gestaltet werden könnte. Zum Beispiel sehen Sie jetzt hier, dass die Zitate chinesischer Patente durch Forscher, durch Unternehmen in Deutschland, Großbritannien und den USA sehr stark zugenommen hat über die letzten Jahre und haben daraus eben Faktoren abgeleitet, wie das noch besser werden könnte. Ein weiterer Bereich hat sich mit frugalen Innovationen beschäftigt. Hier hat sich die Frage gestellt, wie man ausgehend von beschränkten Ressourcen anspruchsvolle Produkte und Dienstleistungen entwickeln kann. Und das haben wir zusammen mit brasilianischen Partnern untersucht. Sie sehen hier auf dem linken Bild einen Müllsammler in Brasilien, die eben mit diesem Gerät auf die Deponien gehen und dort Produkte suchen, die sie noch weiter verwenden, weiter verkaufen können. Und zusammen mit den dortigen Experten haben wir anhand eines Designprozesses neue frugale Produkte entwickelt, konkret eben so ein neues Gefährt, was der Mensch dort benutzen kann. Und damit haben wir deutliche Fortschritte erzielt, dass die Person nun ein höheres Einkommen hat und gleichzeitig das effizienter produziert und hergestellt werden kann. Daraus abgeleitet haben wir einen frugalen Produktentwicklungsprozess, um das eben auch in Zukunft für weitere Forschungsprojekte zur Verfügung zu stellen. Ein weiteres Thema, was aus der Kreativitätsforschung kommt, haben wir uns angeschaut, indem wir ein Stufenmodell der Kreativität genommen haben und das haben wir dann übertragen auf das Thema der Nachhaltigkeit. Man kann eben als Einzelperson Nachhaltigkeit leben, man kann das als Gruppe tun, als Gesellschaft oder eben darüber hinaus als ganze Welt. Und aktuell wird es sehr stark auf dieser Metaebene diskutiert und das haben wir eben runtergebrochen auf weitere Subebenen bis hin zur Einzelperson. Ein weiteres Thema war Drohnen. Die gibt es natürlich jetzt schon seit vielen Jahren auf dem Markt. Zu Beginn waren diese Drohnen ein sehr wenig und dann sehr hochanspruchsvolles Spielzeug. Aber durch sehr wesentliche technologische Entwicklungen hat sich diese weiterentwickelt, zum Beispiel mit neuen Kamerasystemen, Sensoren, Prozessoren, dass heute Drohnen ein professionelles Werkzeug sind, was in vielen Branchen Anwendungen findet, eben nicht nur beim privaten Fotografen auf der Hochzeit, sondern eben auch in industriellen Anwendungen, zum Beispiel zur Wartung von Turbinen. Auch hier war wieder die Frage, wie kann ich sowas erkennen, wie kann ich sowas weiterentwickeln, damit ich auch in Zukunft erkenne, wenn sich andere Branchen aus der Nische heraus in ein Massenfeld bewegen.
Ein Themenfeld aus dem Bereich Entrepreneurship war dieses Projekt zu sozialem Unternehmertum, was besonders in Schwellenländern wie Indien ein wichtiger Wirtschaftsfaktor darstellt. Und hier haben wir uns basierend auf 4 Fallstudien untersucht, welche Erfolgsfaktoren für Gründerinnen insbesondere den Ausschlag geben, damit diese erfolgreich auf dem Markt tätig sein können. Ein weiteres Projekt war im Energiesektor angesiedelt, wo wir uns angeschaut haben, welchen Effekt hatte die Energiewende, die in Deutschland insbesondere nach dem Reaktorunglück von Fukushima aufgetreten ist. Aber auch in anderen Ländern gab es ja ähnliche Entwicklungen und wie haben Unternehmen darauf reagiert. Und da haben wir uns eben ein deutsches und ein amerikanisches Unternehmen angeschaut und haben daraus Strategien entwickelt, wie man in Zukunft besser auf sowas reagieren kann. Ja, und last but not least, natürlich hat auch die Corona-Pandemie viele neue Technologien hervorgebracht. Manche gab es vorher schon, manche kamen direkt damit erst auf. Und da haben wir uns angesehen, welche Technologien sich wohl langfristig stärker durchsetzen können. Stichwort E-Learning wird sicherlich nicht mehr aus dem Alltag verschwinden, aber auch andere Technologien, die vielleicht jetzt einen kurzen Hype erleben und später wieder zurückgehen, wie kann man die vielleicht auch besser bewerten und in Zukunft erkennen und woanders auch wieder einsetzen. Insofern führt auch diese Erkenntnis dahin, dass man weiter spannende Forschungsprojekte sich anschauen kann. Ich habe hier mal das Beispiel genommen des Corona-Schnelltests. Und genau dieser Corona-Schnelltest ist eben nicht nur von Medizinern entwickelt worden, sondern natürlich auch aus den Ingenieurwissenschaften, wenn es darum geht, wie kann dieser Schnelltest denn produziert werden. Aus dem rechtlichen Bereich, die ganze Absicherungsthematik, Patente und so weiter. Und natürlich auch aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich, wie kann man Akzeptanz zum Beispiel erhöhen von solchen Tests. Das heißt, nicht nur bei dem Schnelltest, sondern auch bei vielen, vielen anderen Bereichen ist diese interdisziplinäre Herangehensweise außerordentlich wichtig. Und man ist tendenziell einfach erfolgreicher, wenn man von verschiedenen Seiten auf das gleiche Problem schaut. Genau deswegen freue ich mich, hier an der Uni Stuttgart tätig sein zu dürfen, weil eben hier genau dieser Stuttgarter Weg als Leitbild in das Bild passt. Weil man hier eben auch komplementäre Kompetenzen zusammenbringen will, aus Ingenieur-, Natur-, Geistes- und Sozialwissenschaften Kollegen vereint, in verschiedenen Clustern. Und das durfte ich jetzt auch die letzten 1,5 Jahre doch schon mehrfach erleben, wie toll das auch funktioniert. Und insofern finde ich, ist es auch ein wesentlicher Faktor hier für diesen Standort, diese interdisziplinäre Arbeit weiter voranzutreiben. Ich habe jetzt viel über vergangene Projekte gesprochen. Was sind zukünftige Projekte? Wo könnte es noch hingehen? Da haben wir 4 Forschungsfelder, meine ich zusammen mit meinem tollen Team hier zusammengestellt, wo wir sagen, das eine Themenfeld, was spannend ist, ist die Verwertung wissenschaftlicher Erkenntnisse und das Management von dem Technologietransfer, der dazugehört. Zum anderen, wie man Kreativität organisieren kann in Unternehmen und wie man solche Innovationsprozesse gestalten kann, die damit zusammenhängen. Wie moderne Produktentwicklungsmethoden ausgestaltet werden können, wie man diese mit Geschäftsmodellinnovationen verbinden kann, gehört zu dem weiteren Bereich. Und abschließend natürlich auch sehr wichtig, wie man Entrepreneure mit neuen Technologien verbinden kann, wie man diese erkennt, wie man diese fördern kann, wie man auch in der Ausbildung besser werden können und wie man diese Innovationsökosysteme dann auch miteinander verbinden kann, auch mit den Entrepreneuren, die in den Systemen tätig sind und auch über die Ländergrenzen dann hinweg. Und diese Forschungsbereiche spielen natürlich auch zusammen und münden in einem, wie ich finde, sehr wichtigen Dreiklang, dass eben nicht die Forschung isoliert dasteht und in irgendeinem Elfenbeinturm stattfindet, sondern dass diese Forschung auch immer Implikationen hat für die Lehre, für den Transfer. Natürlich in der Lehre, um den Studierenden die Methoden näher zu bringen, auch wie man Forschung macht und welche Grenzen Forschung auch hat. Und gleichzeitig, dass man auch aus der Forschung in den Transfer die Themen trägt, dass man zum Beispiel Erfolgsfaktoren mitgeben kann an Unternehmen bei der Entwicklung frugaler Produkte oder Ähnlichem. Und da fließt natürlich auch immer wieder was zurück. Das heißt, auch aus dem Transfer kommen wieder spannende Fragestellungen, die man in der Forschung aufgreifen kann. Und genauso Studierende haben immer spannende Ideen, die man auch mit einbinden kann und die auch selber mit im Projekt auch gern arbeiten, um dann auch einen höheren Bezug zu haben. Das heißt, Forschung, Transfer, Forschung, Lehre ist, glaube ich, offensichtlich. Aber ich sehe auch ein wichtiges Potenzial zwischen Transfer und Lehre, dass man eben nicht nur über Entrepreneurship spricht und die Modelle und Konzepte erklärt, sondern dass man auch Entrepreneurship tut und unterstützt. Und das heißt auch Gründerinnen und Gründer operativ hilft, tätig zu werden, das richtige Netzwerk zu finden, sich ins Ökosystem einzubinden und da auch die entsprechenden Leistungen zur Verfügung stellt.
Das alles tun wir hier an der Uni Stuttgart und ich freue mich hier sehr über weitere Zusammenarbeit mit möglichst vielen Kolleginnen und Kollegen aus dem In-, aus dem Ausland und ich denke, hier gibt es noch viel Potenzial für gemeinsame Projekte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf Ihre Kontaktaufnahme.